Hue, einst die Kaiserstadt Vietnams, heute ein Ort voller Geschichte und Seele, zwischen alten Palästen, stillen Tempeln und den Duft von Räucherstäbchen. Wir zeigen euch, was ihr auf keinen Fall in Hue verpassen solltet. Wir starten in den Tag mit nichts anderem als Bún Bò Huế für 50.000 eine Schüssel. Bún Bò Huế ist eine würzige und aromatische Rindernudelsuppe, denn sie besteht aus Reisnudeln, Rindfleisch, einer Suppe und man kann sich zusätzlich manchmal noch Toppings dazu aussuchen. Wir haben zum Beispiel einen Mix aus allen genommen. Manche können auch nur zum Beispiel Fischbällchen dazu nehmen oder Schweinefleisch noch dazu. Tatsächlich wird das Gericht international sehr unterschätzt und viele bevorzugen eher die Pho, weil sie dieses Gericht nicht kennen. Aber falls ihr eine kräftige Brühe sucht, empfehle ich euch eher Bún Bò Huế als eine Pho-Suppe. Ich teste jetzt das Gericht mal. Die Suppe schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, es ist sehr kräftig, es ist aber nicht zu salzig, trotzdem sehr würzig. Wirklich sehr, sehr lecker. Ihr solltet dieses Gericht unbedingt in Hue probieren, denn wie der Name sagt, stammt Bún Bò Huế auch aus Hue. Wir sind gerade bei dem Mausoleum von Khai Ding. Er war der 12. Kaiser der Nguyen-Dynastie. Der Eintritt hat 150.000 Dong pro Person gekostet. Es gibt hier auch ein Kombo-Ticket, falls ihr euch noch andere Sehenswürdigkeiten ansehen wollt. Da wir nicht so viel Zeit haben, schauen wir uns nur das eine hier an. Man muss hier 127 Stufen laufen, aber ich glaube, die Aussicht lohnt sich. Dafür habt ihr diese wunderschöne Aussicht. Wow! Im Inneren erwarten euch bunte Glas- und Porzellanmosaike, goldene Ornamente und als Highlight eine riesige Thronhalle mit einer goldenen Statue des Kaisers selbst. Anders als die traditionellen Gräber der Nguyen-Dynastie ist dieses hier ein echter Hingucker. Es ist zwar klein, aber dafür sehr prunkvoll und luxuriös. Man sieht sofort, dass es kein typisches vietnamesisches Bauwerk ist, denn hier verschmelzen vietnamesische, chinesische, französische und sogar indische Einflüsse. Das liegt daran, dass Kaiser Khai Ding sehr stark mit der französischen Kolonialmacht verbunden war. Ein kleiner Tipp von uns, kommt am besten so früh wie es geht. Wir haben es gerade 11:24 Uhr bei uns und es ist verdammt heiß hier. Wir sind zum Glück fertig und können jetzt zum nächsten Ort weiter. Es sieht zwar vielleicht gerade nicht so aus, aber ich stehe gerade bei einem richtigen Lost Place. Das hier ist einfach ein verlassener Wasserpark in Hue. Besonders berühmt ist der riesige Drachenkopf. Man kann sich hier vorne beim Eingang direkt ein Bike ausleihen und hier um den Fluss herumfahren und direkt zu dem Drachen gelangen, um dort schöne Fotos zu schießen.
Der Wasserpark wurde 2004 eröffnet und sollte eigentlich viele Touristen nach Hue anlocken, aber aufgrund von Geldmangel musste man ihn kurz danach wieder schließen und jetzt steht er seit ungefähr 15 Jahren leer. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr den Standort auf Google sucht, zeigt er euch leider den falschen Ort an. Ihr kommt an einem verschlossenen Tor an. Wir verlinken euch aber die richtige Adresse unten in der Beschreibung. Der Eintritt ist hier nämlich komplett kostenlos. Wir machen gerade eine kleine Mittagspause bei Café de Chill und ich habe mir ein Café Muay bestellt für 35.000 Dong. Ich bin besonders gespannt, weil Café Muay soll aus Hue kommen. Café Muay ist ein Salzkaffee. Es handelt sich um einen vietnamesischen Robusta-Kaffee, der mit einer Mischung aus Kondensmilch, Sahne und etwas Salz serviert wird. So, Geschmackstest. Der Schaum ist super cremig, nicht zu salzig. Super, super lecker, wow. Ich würde schon sagen, er ist besser als in Hanoi und ich würde, glaube ich, eine 10 von 10 geben, weil es ist auch gerade sehr, sehr erfrischend, es ist gerade extrem heiß hier und ja, das ist das, was ich gebraucht habe. Dieses Café hier hat nicht nur leckere Getränke, sondern auch eine sehr schöne Lage direkt am Parfümfluss. Der Fluss heißt übrigens Parfümfluss, weil damals die Blüten im Herbst aus nahegelegenen Wäldern in das Wasser reinfielen und dadurch ein gut riechender Duft verbreitet wurde. Just the way I always wanted. Der Fluss durchzieht die komplette Stadt und war damals sehr wichtig für Transport und Handel. Heute zieht er sehr viele Einheimische und Touristen an, besonders am Abend, denn da sieht es besonders romantisch aus. Mitten im Herzen von Hue steht ein Ort, der jahrhundertelang das politische und kulturelle Zentrum von Vietnam war. Und zwar ist es die beeindruckende Zitadelle von Hue. Alleine von außen sieht die Zitadelle schon mega schön aus. Wenn ihr reingehen möchtet, kostet das 200.000 pro Person. Insgesamt gibt es 4 Eingänge. Und zwar, wir sind hier reingekommen, dann gibt es noch hier, hier und hier. Ihr könnt euch auch direkt am Anfang ein Fahrrad ausleihen. Die Zitadelle besteht übrigens aus 3 Teilen: eine äußere Stadtmauer, eine kaiserliche Stadt und die verbotene Purpurnstadt. Die gesamte Anlage ist ca. 520 Hektar groß und alleine die Stadtmauer ist ca. 2 Meter dick. Wie ihr sehen könnt, wird noch vieles restauriert, also ist noch sehr viel Arbeit zu tun hier.
Auf der zweiten Ebene befindet sich auch eine Kunstausstellung. Wir sind hier bei der Thiên Mụ Pagode und sie ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbe von Huế und der Eintritt ist kostenlos. Die Pagode ist einer der ältesten und bedeutendsten Pagoden in ganz Vietnam und sogar die älteste in ganz Huế. Der siebenstöckige Phuoc Xuyen-Turm hinter mir ist nicht nur das Wahrzeichen der Pagode, sondern auch ein ikonisches Symbol für die Stadt Huế. Die Pagode liegt auf einem Hügel neben dem Parfümfluss und es ist empfohlen, eher Sonnenuntergang herzukommen, denn zum einen ist es nicht so heiß, zum anderen soll der Sonnenuntergang hier wirklich sehr, sehr schön sein. Wir haben gerade spontan diesen Park hier gefunden, direkt am Wasser und die Sonne geht gerade gleich unter. Das wollten wir uns unbedingt anschauen. Ich muss sagen, ich bin wirklich positiv von Huế überrascht. Die Stadt ist mega sauber und sehr, sehr grün, sehr viele Parkflächen. Ich war schon so oft in Vietnam, wirklich. Ich habe Huế jedes Mal geskippt, weil ich dieses Vorurteil hatte, dass Huế einfach nur alt und langweilig ist. Aber ganz im Gegenteil, ich finde Huế wirklich sehr, sehr schön und ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, 1-2 Tage zu nutzen, herzukommen und euch die Stadt einfach mal anzuschauen. Abends gehen hier anscheinend auch die Lichter an und die Brücke leuchtet auch schon. Das sieht mega schön aus. Falls euch das Video bis hierher gefallen hat, würden wir uns übrigens auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Jedes Wochenende wird diese Straße hier abgesperrt und daraus eine Fußgängerzone gemacht, wo man zum Beispiel Streetfood kaufen kann oder auch Live-Musik hören kann. Wir sind jetzt leider an einem Donnerstag hier, deswegen ist nicht allzu viel los. Aber falls ihr am Wochenende hier seid, solltet ihr euch das unbedingt anschauen. Diese Walking Street gehört tatsächlich zu den moderneren und neueren Entwicklungen von Huế, denn die existiert erst seit 2017. Das war Huế. Wenn ihr noch mehr von Vietnam sehen wollt, schaut euch gerne unser Video zu Hoi An an.